Ich wollte heute eigentlich ein Video darüber drehen, was wir tun können, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Bild versaut ist. Ja, also wenn wir mit einem Bild unzufrieden sind und sagen, oh nee, das ist nichts geworden. Ja, was können wir da tun? Was können wir tun, um dieses Bild zu retten? Ja, und dann tauchte aber eine Frage in mir auf, und zwar, woher kommt denn diese Unzufriedenheit überhaupt? Ja, wer in uns ist da unzufrieden oder was in uns ist da unzufrieden? Oder wer oder was in uns sagt, das ist zu krumm, das ist zu unordentlich, das ist zu ungenau, das ist zu dies, zu jenes. Ja, das ist einfach nicht gut genug. Das ist nicht schön, das kann ich so nicht zeigen. Woher kommen diese Gedanken? Woher kommen diese Urteile? Woher kommen diese inneren Stimmen? Ja, sind das unsere oder sind diese vielleicht übernommen? Vielleicht sind sie hängen geblieben aus der Schulzeit oder aus der Zeit davor. Ja, oder es gab einfach Erfahrungen, wo wir Sachen gehört haben, erlebt haben, die sehr tief gingen und die wir seitdem nicht wieder vergessen konnten. Und die wir die ganze Zeit mit uns herumtragen, in uns herumtragen. Und die sind uns mittlerweile so nah geworden, dass wir das Gefühl haben, es sind unsere eigenen Gedanken. Während wir aufwachsen, bewegen sich die meisten von uns in Bewertungssystemen. Ja, dort werden Dinge in gut und schlecht eingeordnet und das muss aber nicht unserer ureigenen Wahrheit entsprechen. Und dennoch beginnen die meisten von uns früher oder später, diese Bewertungssysteme zu übernehmen. Ja, wir fangen an, uns zu vergleichen, wir fangen sogar an, uns selber zu verurteilen. Und auch in der Gesellschaft an sich gibt es ja Parameter, die definieren, was gute Kunst ausmacht. Und auch das trägt dazu bei, dass wir, wenn wir Werke sehen, seien es nun unsere eigenen oder die Werke anderer, dass wir diese einordnen in gute Kunst oder nicht gute Kunst. Und durch all diese Bewertungen, durch diese Vergleiche, durch die Schubladen, ja, in unserem Kopf, machen wir uns den kreativen Prozess oft viel schwerer als nötig. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht malen können oder dass wir in irgendwas nicht gut genug sind. Das liegt daran, dass wir uns die ganze Zeit bewerten. Und wie gesagt, oftmals sind das Bewertungen, die gar nicht aus unserem eigenen Wesen stammen. Im Gegenteil, sie sind uralt teilweise. Ja, das sind Bewertungen von Leuten, die das irgendwann mal von Leuten gehört haben, die das auch wieder nur von Leuten gehört haben. Und so wurde das ewig weitergegeben und es ist weit entfernt von unserer ureigenen Wahrheit. Lass uns das einmal ganz einfach erforschen. Nimm dir mal ein Blatt Papier und einen Stift. Und jetzt zeichne mal eine Spirale. Einfach so. Ja, eine Spirale zeichnen, einfach aufs Papier bringen, von innen nach außen. Ja, keine große Sache draus machen. Einfach drauf los. Eine Spirale. Und dann schau dir diese Spirale mal an. Einfach drauf schauen und beobachte mal, was in dir geschieht. Ja, hier und hier. Hör einfach zu. Vielleicht tauchen Kommentare auf. Sowas wie, die ist aber unregelmäßig. Ja, oder die ist ja ganz schön unordentlich oder eirig. Hier viel zu eng, da viel zu weit. Oder die Linie ruckelt ja. Oder die sieht ja aus wie von einem Kind gemalt. Oder, ach naja, ist doch nur eine Spirale. Was soll das? Einfach wahrnehmen. Ja, einfach wahrnehmen, beobachten, nicht wegdrücken, nicht bewerten, einfach nur wahrnehmen, was da in dir auftaucht. Wer spricht da? Ist das wirklich deine eigene Stimme, die du da hörst? Oder ist das ein Echo, ja, von etwas, was du irgendwann mal gehört hast? Lass einfach aufsteigen, was da in dir brabbelt und plappert und seinen Senf dazugeben will. Was dir unbedingt seine Meinung mitteilen will. Und dann, wenn du ein Momentchen lang zugehört hast, ja, wenn das aufgestiegen ist in dir, dann schüttelst du dich mal, ja, schüttelst das ab, kannst auch gerne mal aufstehen und
all das aus deinem Feld waschen, ja, einfach abschütteln, was du gerade alles gehört hast. Mach dich mal so gut du kannst frei von all dem, ja. Und dann machen wir das Ganze jetzt nochmal, aber ein bisschen anders. Jetzt zeichnest du noch einmal eine Spirale. Und diesmal mit ganz viel Ruhe. Ja, du beginnst wieder in der Mitte und du konzentrierst dich voll und ganz auf diese Spirale. Nimm dir richtig schön viel Zeit dafür. Ja. Erschaffe diese Spirale mit Ruhe, mit Hingabe, mit Gelassenheit. Und es darf sogar Spaß machen, ja, mit Freude und mit Verbundenheit. Erlebe, wie du diese Spirale aus deinem Herzen malst. Ja, wie du es wirklich gern tust, wie du ganz dabei bist, wie du ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit in diese eine Spirale gibst. Ganz viel von dir fließt in diese eine Linie hinein, die sich von innen nach außen hin entfaltet. Sei ganz dabei. Sei mit ganz viel Herz dabei, mit ganz viel Du. Und jetzt spür mal, wie es dir geht, nachdem du diese Spirale auf diese Weise aufs Papier gebracht hast. Ja, was war anders? Und betrachte diese Spirale jetzt mal mit einem anderen Blick, und zwar mit dem Blick aus deinem Wesen. Betrachte diese Spirale mit Wohlwollen. Schau mal drauf und frag dich, was lebt alles in dieser Spirale? Was ist da alles drin? Was ist da fühlbar für dich? Was ist darin erlebbar für dich? Welches Potenzial wohnt darin? Welche Geschichten? Was kann alles aus dieser Spirale entstehen? Hast du Ideen? Ja, fällt dir etwas ein, eine bestimmte Farbe oder bestimmte Ornamente, die du hinzufügen willst? Gibt es irgendetwas, was du gerne aus dieser Spirale entstehen lassen würdest? Geh da mal ein Stück rein und vor allem spüre den Unterschied. Ja, spüre den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Spirale. Nicht auf dem Papier, sondern hier drin. Hier geschieht die Entscheidung. Ja, hier geschieht die Ausrichtung. Hier verändert sich der Fokus. Es ist gut möglich, dass die meisten von uns relativ wenig Wertschätzung bekommen haben für ihren freien, natürlichen, kreativen Ausdruck. Und deswegen ist es an der Zeit, dass wir uns nachnähren, dass wir uns das geben, was wir möglicherweise früher nie bekommen haben. Dass wir unsere eigenen Werke, dass wir unsere eigenen Schöpfungen mit Wohlwollen betrachten. Und ja, es kann sein, dass wir handwerklich nicht so geübt sind, weil wir einfach seit unserer Kindheit nicht mehr gemalt haben. Und wenn wir etwas nie tun, dann können wir darin auch nicht besser werden. Und wir können aber auch nicht darin besser werden, wenn wir uns ständig selber verurteilen dafür, dass wir nicht gut genug sind. Insofern ist es doch eine gute Idee, es zu tun, also frei und freudvoll kreativ zu sein, mit einem wohlwollenden Blick auf unsere Werke zu schauen und immer wieder kreativ zu sein, ja, jeden Tag uns etwas Zeit zu nehmen oder mehrmals die Woche, um unserer Kreativität Raum zu geben. Und während wir es immer wieder tun, werden wir reifen. Unser Handwerk, ja, unsere handwerklichen Fähigkeiten werden ganz natürlich besser, wenn wir es immer wieder tun, weil in allem, was wir immer wieder tun, werden wir besser.
Das kennen wir alle vom Laufen lernen. Wir haben alle mal angefangen. Ja, und unsere ersten Schritte waren noch ziemlich wackelig. Aber heute ist es das Natürlichste der Welt für uns, dass wir von einer Ecke des Raumes in die andere gehen. Ja, weil wir es jeden Tag unseres Lebens tun. Genauso wie das Sprechen. Ja, alles, was wir jeden Tag tun, darin werden wir besser. Und insofern gilt, es ist nicht wichtig, was wir malen, es ist wichtig, dass wir malen. Und wenn wir immer wieder malen, dann wird sich unser eigener Ausdruck entfalten in unserem Kreativsein. Und unser eigener Ausdruck entfaltet sich am besten, wenn wir wohlwollend mit uns umgehen, wenn wir für uns sind, wenn wir uns förderlich behandeln, auch wenn wir das nie erlebt haben. Wir können es jetzt lernen, wir können sofort damit anfangen und einfach freundlich zu uns sein, wenn wir kreativ sind. Einfach freundlich und wertschätzend. Was meinst du? Klingt doch nach einer guten Idee, oder? Wenn du willst, schreib gern in die Kommentare, wie es dir mit den bewertenden Stimmen in deinem Kopf geht und wie du damit umgehst. Und was dir dabei hilft, mit mehr Freundlichkeit auf deine Bilder zu schauen. Ich freue mich, von dir zu lesen und wünsche dir einen kreativen Tag voller Freude, Mut und Wertschätzung.